manchmal muss man sich auf irgendwelche Sachen einfach mal einlassen. Und so habe ich im Sommer 2023 eine geführte Tour durch Rumänien gebucht. Eine geführte Motorradtour. Und deshalb bin ich dann Anfang September rund 1100 Kilometer nach Timișoara in Rumänien gefahren. Dort habe ich die Teilnehmer kennengelernt, die Veranstalter und die Guides, um danach Rumänien zu entdecken. Fahrt ein Stück mit und schaut, was passiert und auch, was nicht passiert. Ich habe ja vorher was von unaussprechlichen Namen gesprochen. Da gehört der dazu. Der vordere Teil, ja, das ist die Ortschaft, wo ich war. Die war gar nicht so schlecht, die hat einen Charme gehabt. Und das ist jetzt wohl so ein Anhängsel, so wie München-Pasing oder sowas, gell? Wenn es jemand vorlesen kann, der darf das gerne mal tun. So, Gentlemen, start your engine, es geht los. Das da hinten mit dem gelben Helm, das ist der Flat, der fährt voraus. Und das Auto ist der Lumpensammler, der fährt hinterher. Da sitzt der Rado drin. Läuft. Flat fährt voraus. Auf geht's, Start ins Abenteuer Rumänien. Auf geht's, Buben. Ich mache den letzten, da habe ich dann am meisten davon. Da habe ich am meisten auf der Kamera. Service kauft halt auch zu. Nette Bedienung. Und ja, wir sind jetzt hier in Timișoara. Das ist die erste größere Stadt, wenn man von Ungarn nach Rumänien reinkommt. Und also die Stadt kann sich durchaus sehen lassen. Da ist jetzt nichts irgendwie mit Armut oder so. Ist eine interessante Geschichte. Man sieht da hier einige deutsche Kennzeichen. Gut, das Abenteuer beginnt. Wir fahren durch die Stadt jetzt erstmal durch. Auf geht's. Wetter soll halten. Schaut nicht immer so aus. Passt. So, wir haben Timișoara hinter uns. Gab einiges zu sehen, Synagogen und ähnliches. Und da haben wir jetzt ein großes Kruzifix. Ich hoffe, dass ich es drauf kriege. Ja, natürlich nicht. Das da, das sieht man relativ oft. Das ist interessant. Das steht direkt an der Grenze, schon 30 Meter nach dem Grenzübergang, steht dieses Riesenkreuz. Gottesfürchtige Leute, sag ich mal. Weiter geht's. So, ich glaube, jetzt haben wir noch mal so ein Kreuz gescheit. Schaut es euch an. Das ist jetzt bestimmt schon das 5. oder 6., was man sieht. Zum Teil auch beleuchtet. Gottesfürchtige Leute. Wie gesagt. Erste Pause. Es könnte sich um eine Kirche drehen. Schauen wir mal. Schätzungsweise geht es um diesen Lost Place. Eine Kirche. Denke ich mal. Schauen wir mal. Jetzt habe ich die gefragt, ob sie schaukeln wollen. Nein, sie wollen nicht schaukeln. Dabei hätte man so schöne Schaukeln da gehabt. Aber gut. Wir haben jetzt die Handys ausgeschalten, Datenroaming ausgeschalten. Wir sind in der Nähe von Serbien und dass uns da nicht die Kosten weglaufen, haben wir es abgeschalten. Da sieht man Moldawien, 62 Kilometer Polizeikontrolle, opa, hoffentlich seht ihr die Kamera nicht, und eben Serbien in nächster Nähe. Die Hunde waren bis jetzt alle friedlich, das hätte ich so nicht erwartet, dass es so Aggressivhunde gibt, aber nein, die sind alle gechillt. So, Vorsicht, Kurven raus, 90 Grad. Naja, nahezu 180 eigentlich, ja.
interessant ist die Höhe. Wir sind so um die 400 Meter hoch. Hätte ich jetzt gar nicht mehr erwartet. Darf ich vorstellen, die Donau. Ein Riesending. Ja, hau mir ab, du, mein lieber Schwan. Zudem muss da drüben Serbien sein, auf der anderen Seite der Donau. So meine ich zu wissen, dass Serbien ist. Ja, da gehen wir Schifffahrt fahren. Das schauen wir uns da an. Freue mich drauf. Gut. Auf dem Navi sieht man es auch schön. Großes Wasser, großes Wasser. Ja, ich müsste die Karten umdrehen, dann war es leichter, aber ist ja auch wurscht. Jetzt fährt eh einer vor, ich muss mich nicht konzentrieren. Läuft zur Gaudi mit. Gut, schauen wir uns das Wasser an. Darf ich vorstellen, Moldavia Nova, so heißt die Ortschaft hier, scheint wichtig zu sein, war jetzt die ganze Zeit schon seit vielen Kilometern ausgeschrieben. Auch hier gottesfürchtige Leid. Ja, und eben direkt an der Donau sieht man da Navi ab. Gut. Weiter geht's. Es schaut da aus, als wäre das eine sehr lustige Bauruine. Die Lage war super. Bloß der Invest war irgendwie schlecht. Oder ich weiß es auch nicht, aber interessant, interessant. Und wieder gottesfürchtige Leid. Selbst der Fels im Wasser hat ein Kreuz. Da. Gut. Da vorne Wehranlagen, keine Ahnung. Von wem, gegen was, warum, wieso, weshalb. Und weiterhin meine ich, dass das da drüben die serbische Seite ist. Genau. Und hier offenbar Pause. Also jetzt das Ganze nochmal in ruhig. Die Donau, da drüben Serbien, Wehranlagen. Und wenn man sich das anschaut, glaubt man eher an einen See wie an einen Fluss. Ja, das ist schon mächtig, mein lieber Schwan. Cool. Irgendwelche Mauerwerke mitten im Wasser. Das war wahrscheinlich schon immer wichtig da, also strategisch und so. Ich glaube, wir haben den ersten Aggressivhund. Dieser Hund, aggressiv. Ich weiß nicht warum, irgendwie war er erschrocken. So, da fahren wir jetzt durch eine Baustelle. Gegen die Versprechung des Veranstalters. Der hat gesagt, das ist alles geteert. Aber da ist wohl der Berg runtergekommen. Schaut da massiv aus und das scheint eine ziemliche Engstelle an der Donau zu werden hier. Ein sogenannter Donaudurchbruch, ähnlich wie in Welkenburg.
dann auch wieder so Badeanstalten. Da gibt es auch so Stege raus. Und die haben dann so kleine Hütten drauf, die man scheinbar mieten kann zum Baden. Auch interessant, ist schon interessant. Da schaut er das so, ist doch der Hammer, oder? Geil, 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 du, mein lieber Schwan. Da sieht man so gescheit. Wahnsinn, oder? Der spitzt da. Schön. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber das ist ja ein kleiner Golf. Da hinten läuft die Donau mit einem Durchbruch. Da ist er auch wieder. Also eine sehr interessante Geschichte. Ich weiß bloß nicht, ob man was sieht davor jetzt. Ne? Wir haben jetzt ein bisschen eine Reinigung der Straße beantragt, dementsprechend wird es jetzt feucht gemacht und dann ist morgen wieder schön sauber. Gut? Gut, weiter geht's. Der Preisinger und der Kirch. Das Vierschiffchen fährt da unten. Da vorne wird es auch wieder hell, da fahren Bootlein. Ich denke, das wird die Ecke sein, wo wir jetzt Boot fahren gehen. So, Pause an der Donau. Da hinten scheint die Sonne. Also man könnte sich das einbilden, dass da hinten die Sonne scheint. Bei uns regnet es dafür gescheit. Und da hinten drin ist dieses Gesicht in Stein gemeißelt. Das schauen wir uns nachher wahrscheinlich noch an. Gell? Gut. So, wir haben jetzt eine ausgiebige Pause gemacht. Fette Schnitzel habe ich gegessen, weil ich die Karte nicht lesen konnte. Habe ich mir da gegönnt. Und jetzt fahren wir nochmal zurück zu dem steingewordenen König. Die Statue ist etwa 30 Meter hoch und es war der erste nennenswerte König des Volkes der Dacia. So habe ich mir sagen lassen. Wenn ich Lust habe, dann blende ich euch ein, wie er heißt. Wenn nicht, dann sucht es selber raus. Das ist auf jeden Fall ein sehr besonderer Punkt an der Donau hier. Mit diesem Donaudurchbruch und mit diesem Delta, mit diesen hohen Bergen, mit diesem Karstgebirge. Ist sehr eindrucksvoll. Ja, ist natürlich nicht Weltenburg, gell? Aber kann man auch anschauen. Gut, schauen wir mal. Ja, man sieht es an die Buden, da kommt jetzt irgendwas Besonderes. Und da ist er, der erste König. Ja, steht alles dort. Ich brauche gar keinen Untertitel machen, wo drauf steht, wie er heißt. Steht alles drauf. Interessante Geschichte da. Ich zeige euch nochmal den Rest davon. Jetzt sind wir so weit gefahren, kommt einer aus Hof. Gibt es ja nicht, oder? Und natürlich die Donau. Und ich weiß, ich wiederhole mich, da drüben sehen wir Serbien. Und der mit dem gelben Helm, das ist der Vlad, unser Guide. Vlad. Das Pier an der Donau mit viel Booten, Badeveranstaltungen, Restaurants. Ja, gar nicht uninteressant. Könnt ihr jetzt auch am
Lago Maggiore sein oder sowas. Das ist irgendwas Interessantes am Berg. 2, 3 Sachen. 2 Burgen, einmal irgendwie Statue oder so. Eiserner Vorhang oder eiserner irgendwas, eiserner Schleuse oder irgendwie sowas. Interessant. Also geschichtlich interessant. Gut, wir fahren weiter und fahren dann vorbei, das weiß ich schon. Und biegen dann jetzt irgendwann links weg wieder Richtung Landesmitte, Richtung Karpaten. Weiter geht's. So, also jetzt schauen wir noch mal gescheit an. Eisernes Tor. Kooperation Ceausescu Tito. Gut 30 Jahre alt. Wird Strom gemacht. Ja. Donau aufgestaut. Ja. Viel Geschichte. Politik. Und man kann über das Eiserne Tor auch drüber fahren nach Serbien. Deswegen steht da was von Belgrad. Das schaut für mich aus wie ein Stahlwerk, aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Ja. Vielleicht weiß jemand, was Roma-Quadrat heißt. Schaut lustig aus. Das war jetzt der dritte. Ich bin bloß immer langsam wie die Kamera einschalten. Es gibt Neuigkeiten und zwar, es scheint die Sonne. Ja, es ist warm, es hat 23,5 Grad. Wir haben keinen Verkehr, die Straße steht perfekt. So, ja. So muss es sein. Dazu geht es ein bisschen rauf und Kurven sind dabei. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, das stört noch mit dem Gefuchtel, das wollt ihr ja gar nicht, gell? Mir gefällt das. Ach ja. Weiter geht's.
Also die Gegend hat schon viel mehr zu bieten, wie das flache Land von Timisoara nach zur Donau runter. Es ist halt einfach für einen Freund von Bergen, ist es halt einfach ein Genuss, wenn da hinten Berge sind. Und zudem, das Wetter ist natürlich anders und in Summe viel besser. Wie Flachland bei Regen und Nebel. Gut, das ist normal. Okay, weiter geht's Richtung Berge. Da ist es. Ist das nicht schön, ha? Fast wie der Bayerische Wald. Schön. Ja, so ist das ganz was anderes, gell? Wenn die Sonne scheint. Ja, super. Da hinten können wir irgendwie eine Kirche oder sowas erkennen. Und ansonsten viel Natur. Und die Kinder winken uns zu. Die halten sich nicht die Ohren zu, so wie in Mitteleuropa, sondern die winken uns zu. Machen wir natürlich auch, wir winken zurück. Gut. Morgen, wenn wir da hinten fahren, dann hoffen wir, dass die Wolken da hinten weg sind. Sonst schaut das alles sehr schön aus, sehr schön. Und ich glaube, schwarze Hunde, die gibt es hier nicht. Ein schwarzer Hund, der wird von Haus aus schon irgendwie eliminiert oder sowas. Oder es ist tatsächlich so, dass halt nur die hellen Hunde was zum Essen kriegen, weil die für uns halt freundlicher wirken. Ja, Erziehungssache, der große böse schwarze Wolf und das arme kleine weiße Schäflein. Gut, und weiter geht's mit dieser wichtigen Information. So, ja, ich sag, was Schönste ist da am Moped fahren. Nicht bloß, dass die Unterkunft halt richtig geil ist, sondern, ich zeig's euch, einen Moment. Wenn der Schwimmbad da ist. So muss es sein. Ja, herrlich, oder? Und das ist unsere Unterkunft. Hinten stehen die Mopeds. Das ist das Hauptgebäude. Da steht das Holzhaus. Und da glaube ich. Oh, das kann lustig werden.